Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer CapCity und ich begrüße euch zu meinem zweiten Teil meines Bastelprojekts PiStation. Es ist einiges passiert seit letzter Woche. Zum einen sind meine vermissten bzw. vergessen hochzuladenden 3D-Druckteile angekommen. Ich habe einen Hohlstecker an mein Netzteil gelötet und die Hauptarbeit im Gehäuse, ich ziehe das mal nach vorne, es sind Lötarbeiten durchgeführt worden von der Hohlsteckerbuchse. Ich erkläre gleich nochmal, warum hier eine Hohlsteckerbuchse und nicht ein Micro-USB genutzt wird. Ist verbunden worden mit dem Schalter von Andreas Jabs gelayouteten Platine geht eine Stromversorgung bis zur Power-LED. Es geht eine Stromversorgung bis zu meinem kleinen Lüfter und es geht eine Stromversorgung bis zum Raspberry Pi. Warum wird ein Hohlstecker verwendet? Die Antwort ist ganz einfach, weil Netzteile mit Hohlstecker, das ist ein Hohlstecker, ich zeige nochmal die Buchse auf der anderen Seite, vertragen höhere Ströme. Der Micro-USB bei 5 Volt, ihr bekommt Netzteile, ich hatte mal geschaut, so bis 2,5 Ampere, vielleicht 3 Ampere, aber die Zuleitungen sind relativ dünn. Wenn ihr in diesem Gehäuse noch mehr machen wollt, es ist ja hier auch diese USB-Buchse vorhanden, um, das sagte ich ja in meinem vorherigen Video, eventuell eine Festplatte noch für eine Modifikation einzubauen, braucht ihr auch einfach ein Netzteil, was eine höhere Leistung liefert. Mein Netzteil, ich drehe das mal hier um und gucken, ob ich das so einfangen kann, genau. Er hatte ausgangsseitig 5,2 Volt bei bis zu 4,4 Milliampere, 4,4 Ampere, also 4400 Milliampere und hatte sogar noch einen 12 Volt Ausgang bei 560 Milliampere. Was habe ich gemacht? Die 12 Volt habe ich stillgelegt. Ich habe mir einfach nur die Kabel für 5 Volt, der Pluspol, der Minuspol, auf meinen Hohlstecker gelötet. Jetzt habe ich dieses Netzteil noch in meiner Elektro-Sammelkiste gefunden. Wenn ihr ein Netzteil kauft, es gibt verschiedene Ausführungen. 3 Ampere würde für euch ja auch vollkommen ausreichen. Liegt ihr ungefähr bei 9 Euro. Wenn ihr ein 4 Ampere Netzteil nehmt, liegt ihr ungefähr bei 15 Euro. Der kleine Lüfter, der rechts in die Halterung reinkommt, das ist ein 30 x 30 mm Lüfter bei 10 mm Stärke, wird euch um die 10 Euro kosten. Was ihr natürlich noch braucht, das absolute Herzstück des ganzen Projektes, ist natürlich der Raspberry Pi selber. Das ist hier das Dreier-Modell, um einfach auch die Leistung für die RetroPie bzw. Emulation Station, das ist das Frontend, was ihr später habt, und die einzelnen Emulatoren zu haben. Der Pi wird euch um die 42 Euro kosten. Absolut empfehlenswert, wenn ihr denn einen Lüfter auch plant zu benutzen, sind natürlich die Kühlkörper. Die Kühlkörper würde ich auf jeden Fall montieren. Ihr seht jetzt hier nur 2 Stück in 2 unterschiedlichen Größen. Der kleinere hier vorne ist auch nochmal unten unter dem Raspberry drin. Der Halter ist von dem Andreas Jabs so designt worden, dass das passt. Und ihr kühlt halt alle größeren Chip-Oberflächen, die hier kühlenswert sind. Das Dreier-Kühlkörper-Set wird euch um die 5 Euro kosten. Was ihr natürlich noch braucht, wenn nicht vorhanden, ist eine Micro-SD-Karte. Da steht es euch natürlich frei zu entscheiden, welche Größe ihr haben wollt. Für den Anfang, wenn vorhanden, reicht natürlich vollkommen eine 8 GB Karte. Im Moment ist es so, dass die ROMs, also die Spieledateien, die ihr dann später auf das System übertragt, alle auf der SD-Karte Platz finden. Da habt ihr natürlich das Problem, je mehr Spiele ihr dort raufladen wollt, umso mehr Platz wird benötigt.
die Oberfläche selber zieht sich noch Metadaten oder kann sich Metadaten aus dem Internet ziehen, sprich Spielebeschreibungen, Bilder zu den Spielen etc. Das braucht alles Platz. Je größer die SD-Karte, umso mehr kann ich natürlich ablegen. Es gibt ein Projekt im Internet, habe ich heute noch gefunden, wo jemand beschreibt, wie er den Speicher, er hat dort selber wohl ein Skript geschrieben, was es ihm ermöglicht, eine externe Festplatte an das Gerät anzuschließen, um dort die drauf befindlichen Spieledateien zu spielen. Von dort zu starten ist die Platte nicht angeschlossen, hat der Pi nur wiederum seinen internen SD-Kartenspeicher. Der Nachteil dieses Projektes, also das Projekt mit der Erweiterung durch eine Festplatte, ist aber, dass die Festplatte nicht über den Pi, also sprich über das Netzwerk mit Images befüllt werden kann. Und der Pi selber hat ja eine ganz tolle Funktion, wenn er dann später läuft und ihr einen leeren USB-Stick ansteckt, dann wird eine Verzeichnisstruktur erstellt, wo ihr dann am Notebook oder am PC, je nachdem was ihr habt, eure Images, eure ROMs, eure Spieledateien raufkopieren könnt. Ihr steckt diesen wiederum an den Pi ran oder an eure Pi Station ran und er überträgt es automatisch an die richtigen Stellen auf seiner SD-Karte. Wenn ich jetzt aber ein geschlossenes System haben möchte und ich sage mir, die Festplatte soll bitte nicht daneben liegen, sondern soll im Gehäuse sein, habe ich halt das Problem, die Festplatte muss ich am PC anschließen, um die Dateien darauf zu kopieren, weil ich anders dort nicht rankomme. Was die Preise von SD-Karten angeht, die liegen im Moment, ich habe bei mir im System eine 64 GB Karte drin, die liegt um die 18 Euro. Eine 32 GB Karte liegt um die 12 Euro, also auch im absolut erschwinglichen Bereich. Wobei, ich mache gleich nochmal eine kurze Auflistung, um einen Gesamtpreis einfach mal darzustellen. Das Projekt ist nicht mal eben aus der Portokasse bezahlt. Hier jetzt einmal die Auflistung der benötigten Einzelkomponenten. Ich habe sie mal farblich gruppiert. Was hier orange gehalten ist, habe ich über Amazon bezogen. Was gelblich markiert ist, habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Ihr findet sicherlich auch ein PlayStation 1 Gehäuse über eBay. Was hier grün hervorgehoben ist, das habe ich aus dem 3D-Druckstudio, welches ich auf der 3dhubs.com Seite gefunden habe, bezogen. Und was hier rot hervorgehoben ist, das kommt aus dem Online-Shop von dem Andreas Jabs. Was ihr auf jeden Fall beachten müsst, dass gegebenenfalls je nach Online-Shop Versandkosten für euch entstehen. Was ihr auf jeden Fall noch benötigt, wenn ihr euch für so ein Bastelprojekt entscheidet, gehe ich aber davon aus, dass ihr das bereits habt, ist unter anderem ein Lötkolben, Lötzinn, ein Seitenschneider, zur Not tut es auch eine Schere, natürlich ein Schraubendreher, eine Abisolierzange. Was ich noch verwendet habe, weil ich es einfach schicker finde, man sieht es hier vorne bei der LED, da hätte man es jetzt nicht benutzen müssen. Das ist ein Schrumpfschlauch, den ich da drüber geführt habe, um die Kontakte einfach ein bisschen zu schützen. Aber, mal gucken, ob ich das sehen kann. Ich muss den mal etwas anders ins Licht rücken. Ja, man kann es erkennen. Der Lüfter selber kommt ja mit einem relativ kleinen Kabel fest montiert an. Ich gehe dann auf größere Kabel, weil das Kabel zu kurz war, um es dann schlussendlich hier hinten an die PCB anzuschließen. Da habe ich natürlich auch ein Stück Stromschlauch drüber gemacht, um die Kontakte zu schützen, damit sie keinen Kontakt mit irgendwelchen anderen Komponenten haben. Klar, man kann dort auch Gewebeband nehmen. Es ist hinter im Inneren, ich sehe es nicht, aber wenn ich mich schon entscheide, 3D-Druckteile zu verwenden, um, was ich ja in meinem ersten Video sagte, auch das Innere extrem hochwertig aufzubauen, dann arbeite ich hier nicht wirklich im Inneren mit Klebeband. In meinem dritten und letzten Video werde ich euch dann kurz noch erzählen, wo ihr das RetroPie Image herbekommt. Einige Fallstricke, die mir während des Aufsetzens untergelaufen sind. Ich habe zum Beispiel an meiner Pi Station eine Wiimote, also sprich die Fernbedienung der Spielecontroller von der Nintendo Wii angeschlossen.
Das ist nicht mal ebenso gemacht. Da gibt es zwar ein sehr gutes Tutorial im Netz zu finden auf YouTube, aber es musste doch einiges an Handarbeit angelegt werden. Was das grundsätzliche Aufsetzen der RetroPie-Oberfläche oder des RetroPie-Images angeht, da gibt es auch sehr gute Tutorials auf YouTube. Es gibt eine super Webseite, die werde ich schon mal in diesem Video unten als Link mit aufnehmen, aber der Rest, den seht ihr dann nochmal in Bild und Ton in meinem dritten Teil. Ich werde mich jetzt ranmachen und die restlichen Komponenten verschrauben, das Gehäuse schließen und mich dem Spielen widmen. Bis dann!